Hallo und herzlich willkommen zum ISG Roundtable The Power of Place, die Konsequenzen des Nichthandelns. Mein Name ist Astrid Eberle, ich bin Senior Design Manager bei ISG und heute wollen wir uns mit den Ergebnissen unserer neuesten Studie befassen. Ich freue mich sehr, dass ich natürlich nicht alleine bin. Mit unseren Branchenexperten werden wir im Anschluss dann die Themen diskutieren. Ja, die Herausforderungen, vor denen die Immobilienbranche nach 2 Jahren Pandemie noch immer steht, sind gewaltig. Wir haben mit Personalmangel zu kämpfen, dem Klimawandel und jetzt natürlich auch noch den explodierenden Kosten für die Energie, Heizung etc., Strom. Und daraus resultierend müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir Orte schaffen, die diesen Krisen, die uns sicherlich zukünftig auch noch begleiten werden, standhalten, die auf der anderen Seite aber auch nachhaltig sind und Werte schaffen und zukunftssicher sind. Und die wichtigste Frage, die wir heute diskutieren wollen, was sind die Konsequenzen, wenn nichts passiert? Bevor wir starten, möchte ich noch ein paar Worte zu ISG sagen. ISG ist ein globales Baudienstleistungsunternehmen und seit 30 Jahren, wir haben dieses Jahr den 30. Geburtstag gefeiert, in Deutschland tätig. Als Generalunternehmer sind wir auf den Innenausbau von hochwertigen Büroflächen für internationale Kunden spezialisiert. Und bei der Realisierung unserer Projekte werden wir stets von unserer Vision geleitet, Orte zu schaffen, in denen Menschen und Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten können. Ja, dann komme ich auch schon dazu, unser Expertenpanel vorzustellen. Wir haben 4 sehr interessante Gäste für diese Diskussionsrunde gewinnen dürfen. Zunächst begrüße ich Annette Diziol. Annette, herzlich willkommen. Annette arbeitet für CMT, eine Firma, die sich auf Projektmanagement, Baumanagement und Beratungsleistungen in allen Bereichen des Bauwesens spezialisiert hat. Und sie ist verantwortlich für designintensive Corporate Fit-Out-Projekte für amerikanische Technologieunternehmen sowie Kunden aus der Medienwelt und auch aus der Finanzwelt. Absolut. Ich freue mich, hier sein zu können und mit dem Partner mitzudiskutieren, zu sehen, wo geht die Reise denn für uns alle hin. Dankeschön, Annette. Ja, dann haben wir auch aus dem hohen Norden den Robert Wohlleben. Er ist für JLL Lead für Project und Development Services Region North. Und JLL muss ich wahrscheinlich nichts zu sagen. Ist einer der bekanntesten, weltweit führenden Immobiliendienstleister. Und er ist verantwortlich für Projekte in den Bereichen Ausstattung, Bau, Entwicklung und Immobilienberatung im norddeutschen Raum. Herzlich willkommen. Ja, danke sehr für die Einladung. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und habe eine etwaige Vorstellung, wo die Reise hingehen könnte. Schön. Ja, dann haben wir bei uns Andrea Lipp. Andrea ist Inhaberin von Workplace Change, ein Beratungsunternehmen für moderne Arbeitswelten. Sie ist außerdem Innenarchitektin, Demografie-Expertin und Mentaltrainerin bzw. Coach und hat außerdem über das Thema modernes Homeoffice ein Buch verfasst. Also da erwarte ich spannenden Input. Willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gut, ja, dann haben wir last but not least Philipp Titt, Head of Consulting Europe bei Gensler, einem globalen Architektur-, Design- und Planungsunternehmen. Er konzentriert sich sowohl auf globale Kunden als auch regional hier in Deutschland und im weiteren europäischen Raum. Welcome, Philipp. Danke. Und ich bin ganz froh, hier zu sein auch. Und ich freue mich sehr über unsere folgende Diskussion. Ich werde meine Antworten auf Englisch machen, weil ich lerne immer noch Deutsch und es ist ein bisschen mehr gewöhnlich, auf Englisch zu antworten. Ja. Gut, bevor wir in unsere Diskussionsrunde starten, möchte ich euch alle noch mal den Kontext bzw. die Kernergebnisse unserer Studie vorstellen, über die wir dann im Anschluss dann diskutieren werden. Also ja, fangen wir mal so an. Vor 2 Jahren haben wir die erste Studie Power of Place gemacht. Das war direkt nach dem ersten Lockdown der Pandemie. Und haben untersucht, inwiefern sich das Verhältnis von Arbeitnehmern zum Büro in Zeiten der Pandemie entwickelt und verändert hat. Und damals zeigte schon die Umfrage, dass sich Investments in moderne Büroflächen lohnen.
dass die dadurch Produktivität, aber auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter gesteigert wird und, was auch ganz wichtig ist, die Bindung des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber. Also wir haben im Vorfeld kurz drüber gesprochen gehabt, die Identität des Workplaces spielt dabei natürlich auch eine sehr große Rolle. Ja, 2 Jahre nach der Corona oder in die Pandemie, sie ist ja noch nicht ganz offiziell vorbei, befindet sich die Arbeitswelt weiterhin in einer grundlegenden Veränderung. Und damit befindet sich auch die Anforderungen im Wandel, die Arbeitnehmer an ihr Arbeitsumfeld stellen. Diese zweite Studie Power of Place, die Konsequenz des Nichthandelns, wie wir sie im März diesen Jahres durchgeführt haben, geht noch einen Schritt weiter als die wir vor 2 Jahren gemacht haben. Diesmal wurden halt nicht nur die Arbeitnehmer zu ihren Befindlichkeiten bzw. Wünschen befragt, sondern halt auch die Arbeitgeber und halt auch danach gefragt, welche Erkenntnisse sie während der Pandemie gesammelt haben. Und mithilfe der Befragung haben wir außerdem untersucht, wie Arbeitgeber aus den kurzfristigen, reaktiven Entscheidungen, die halt die Pandemie mit sich brachte, langfristige Strategien und für diese neue Realität entwickelt haben. Wie ich schon gesagt habe, zuerst werde ich jetzt mal die Arbeitnehmerseite beleuchten. Wir haben sie nach ihren Wünschen, Problemen aber auch und den Anforderungen gefragt, die sie an ihren Arbeitsplatz stellen. Und unsere Ergebnisse dazu sind, dass Faktoren wie die Wirtschaftskrise, der Krieg in der Ukraine, Personalmangel, Stichwort War for Talents, Klimawandel aber auch, riesengroße Auswirkungen auf die Anforderungen haben, die Arbeitnehmer jetzt an ihren Arbeitsalltag stellen. Die Flexibilität ist eines so der wichtigsten Stichpunkte hier, die halt immer wieder fällt, und das wird im Arbeitsalltag tatsächlich immer wichtiger. Die Bereitschaft, komplett im Homeoffice zu arbeiten, steigt. Mittlerweile können sich bereits 2/3 der deutschen Arbeitnehmer vorstellen, komplett remote zu arbeiten. Also das ist eine riesengroße Zahl. Aber dennoch hat das Büro, wie wir es kennen, noch lange nicht ausgedient. Es gibt natürlich auch gute Gründe für Arbeitnehmer, wieder ins Büro zurückzukehren. Und das ist vorwiegend das Zusammengehörigkeitsgefühl mit Kollegen. Weil ich meine, wir haben das ja alle erlebt in den letzten 2 Jahren. Homeoffice kann auch ziemlich einsam sein. Und aber auch auf der anderen Seite diese Überfrachtung mit täglichen Calls. Glaube ich, dass das auch ein Teil ist, der viele Mitarbeiter auch überfordert hat. Dann ist natürlich im Homeoffice auch im Allzeit die Arbeit im Vordergrund und die mangelnde Trennung zwischen Beruf und Privatleben im Homeoffice ist ein großer Treiber, der die Leute wieder zurück in die Büros bringt. Dann gibt es noch die Angst vor sozialer Isolation. Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Aber Vorteile gibt es natürlich auch vom flexiblen Arbeiten, dass beispielsweise große Kostenersparnisse da waren. Also wenn man weniger pendeln muss und halt auch das weniger Pendeln auch nachhaltige Aspekte hat. Also dass man halt weniger Zeit beispielsweise verbraucht und effizienter arbeiten kann, weil man sich halt diese Wege spart. Dann ist natürlich ein wichtiger Punkt eine bessere Work-Life-Balance, indem man halt, wenn man diese flexiblen Aspekte betrachtet und halt auch entsprechend nutzt. Es war nicht überrascht, dass auch ein Ergebnis ist, dass die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz zum einen das Wohlbefinden der Arbeitnehmer, ihre Produktivität und dann letztendlich auch die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit steigerte. Also dies waren alles auf der Arbeitnehmerseite die Ergebnisse dieser Studie. Also ich kann in dem Zusammenhang noch sagen, es sind etwa 1000 Angestellte dazu in dieser Studie in Deutschland befragt worden. Also es ist durchaus repräsentativ, was wir da studiert haben sozusagen. Auf der anderen Seite stehen die Arbeitgeber, die dieses Jahr auch befragt worden sind. Es waren 250 an der Zahl, die
interviewt worden sind, um halt zu erfahren, welche Veränderungen in den Unternehmen bereits stattfinden, was vielleicht schon angedacht wird vom Management, welche Maßnahmen funktionieren, was sich herausgestellt hat, was gut funktioniert oder was vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Und wie wir den künftigen Herausforderungen gemeinsam begegnen können. Ja, also die meisten Unternehmen haben seit Beginn der Pandemie bei ihren Mitarbeitern tatsächlich ein verändertes Verhalten hinsichtlich der Büronutzung wahrgenommen. Und zwar, dass 45% haben beobachtet, dass das Büro geringer benutzt worden ist als vor der Pandemie. Ich meine, das ist ganz klar, Homeoffice, wir hatten ja den Lockdown, wo keiner mehr ins Büro durfte. Dagegen stehen jetzt tatsächlich 35%, haben den Trend zu gestiegener Büronutzung beobachtet. Und es waren nur 4%, die ein verändertes Nutzerverhalten bzw. mehr Nutzung von Meetingräumen dann beobachtet haben. Knapp die Hälfte der Arbeitgeber hierbei gibt an, dass ihre Mitarbeiter sich vor allem die Flexibilität und Wahl ihres Arbeitsorts wünschen und natürlich auch flexible Arbeitszeiten. Es wurde angegeben, dass tatsächlich bereits Konsequenzen aus den Entwicklungen während der Pandemie gezogen wurden. So haben beispielsweise manche Unternehmen ihren Flächen teilweise neue Nutzungen zugewiesen, Teile der Flächen aber auch für neue Services bereitgestellt. Oder auch, was interessant ist, Flächen mit anderen Unternehmen geteilt. Stichwort Untervermietung. Das, was ja ganz am Anfang gerade in der Immobilienwelt heiß diskutiert wurde, in der Maklerwelt vor allem. Ja, dann sagen viele der befragten Unternehmen, dass sie außerdem viel Geld und Mühe investiert haben in ihre Infrastruktur, was dann ja aber auch wirklich bitter nötig war, um das Remote-Arbeiten möglich zu machen. Dass größere Hygienestandards eingeführt worden sind und dass dann auch auf Frischluftversorgung der größere Fokus gelegt worden ist. Die Unternehmen haben angegeben, dass zeitgemäße Büros sich tatsächlich positiv auf Unternehmensumsätze auswirken, auf das Recruiting, was man sich ja auch gut vorstellen kann, Stichwort moderne Arbeitswelten, weg von dem miefigen Office, was wir vielleicht noch aus den Anfang 2000ern oder 90er Jahren vielleicht sogar noch kennen. Und natürlich wirkt sich das auch positiv auf die Produktivität aus. Unsere Studie hat tatsächlich gezeigt, dass dass Unternehmen, die in hybrides Arbeiten investiert haben, 19% Umsatzsteigerung, also das ist jetzt der statistische Mittelwert, verzeichnen konnten. Ja, das waren praktisch so die Kernpunkte dieser Studie, die Kernergebnisse. Ich hoffe, dass ich damit noch mal kurz ein paar Denkanstöße geben konnte und würde mich jetzt freuen, wenn wir in die Diskussion einsteigen würden. Und wie habt ihr denn so die Entwicklung in den letzten Jahren erlebt? Also das Unternehmen halt eine Verbesserung ihrer Büros angestoßen haben, auf hybride Arbeitsformen umgestellt haben. Und haben die eurer Meinung nach einen größeren Nutzen davon erzielt? Andrea, was sagst du dazu? Also ich würde sagen, es ist noch zwiegespalten. Es gibt Unternehmen, die investieren, die haben auch den Fokus auf die Zukunft gerichtet und wissen, dass Investitionen in eine moderne Fläche, aber auch in die Infrastruktur, also IT als Stichpunkt, total wichtig sind. Das ist aber auch eine Herausforderung, eben der Markt ist schon sehr abgegrast an IT-Geräten. Das Wichtigste, was mir auffällt, dass sehr schnell der Fokus auf den Flächen ist und auf der IT, aber noch hoher Bedarf ist an Investitionen auch in Schulungen der Mitarbeiter und Führungskräfte, weil, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, der Fokus auf Führungskräfte oder die Erwartung an die Führungskräfte sich ganz klar verändert hat. Wenn man heute zu einem Chef geht, erwartet man einfach, dass der Chef mit Teams oder mit den Tools so umgehen kann, dass ich ihn fragen kann. Und das passiert in vielen Unternehmen leider noch nicht adäquat, dass man auch das Thema Mitarbeiter und Führungskräfte schulen,
damit die eben diesen Technikstress nicht haben. Das würde ich noch wünschen und vor allem empfehlen. Philip, what would be your view in a global perspective? It's really interesting to look at the global perspective of how the pandemic is influencing change within the office environment, and also being here in Germany, seeing how Germany is responding to that. But I think that we're definitely, in my view, we're definitely in still a very much a transition phase of emerging out of the pandemic, looking at different scenarios as to how we actually use spaces differently in the kind of let's call it the post-pandemic world. But I think there's something maybe underpinning a lot of this, which is about maybe something around new metrics that we need in our industry. You know, for 30 years, I think our entire real estate industry, real estate facility management, architecture, design, facilities management has been very focused on metrics, on efficiency of buildings, efficiency of space, how many people are in the building at the same time, even, you know, developing studies which we call utilization surveys, looking at occupancy of buildings and how many people are using, you know, sitting at a desk for how long, kind of thing. And I don't really think those metrics are adequate in the new world that we're moving into. I think we're not there yet, but we're gradually moving into this new world. And I think we need to look at very different measurement techniques, because it's all about, you know, what people are doing rather than where they're sitting. So I think that's something which we're seeing as a gradual shift in the industry. Robert, von Seiten der Immobilienindustrie, wie wäre da dein Ansatz? Also Philipp hat gerade über Metrics gesprochen, also die im Grunde genommen die Flächeneffizienz beispielsweise. Gibt es da Veränderungen, die in den letzten 2 Jahren passiert sind? Ja, tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir mit Branchen, also wir vertreten auch Anwälte, denen wir neue Flächen ausgebaut haben. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass in Branchen, die eher traditionell geprägt waren, auch und die tatsächlich auch noch, also jetzt miefiges Büro würde ich jetzt nicht sagen, aber die halt ihre Einzelbüros hatten, wo das Büro auch einen gewissen Statuswert hatte, also gerade für die Partner, die dann ihre Büros sehr zu Hause eingerichtet haben, sag ich mal, mit eigenen Schreibtischen, Möbeln, bis hin zu Corbusier Barcelona Chairs und sowas. Die gab es dann nur einmal in dem Büro, aber eben nur in diesem einen Büro. Wir haben also diese Kanzlei vertreten beim Umzug in ein neues Gebäude, und die hat sich dann auf die Fahnen geschrieben, nicht nur ausgelöst von Corona, sondern auch aus den Überlegungen von New Work, tatsächlich das hybride Arbeiten einzuführen. Zum einen, weil während Corona haben sie festgestellt, viele Anwälte, die brauchen Ruhe zum Arbeiten, die bleiben zu Hause und arbeiten da. Die waren dann mit der IT, mussten noch etwas nachholen, das stimmt dann. Aber die hatten 90, sage ich mal, Berufsträger und haben jetzt nur noch 65 Arbeitsplätze für diese 90 Berufsträger. Und das hat am Anfang zu sehr großen Diskussionen natürlich geführt, ne? Weil es kann sich keiner mehr dann sein Büro einrichten. Er muss sich das morgens buchen, er hat auch keinen festen Platz. Also muss sich den Platz vorher buchen, und das ist dann in diesem traditionellen Gewerbe sehr schwierig gewesen, hat sich aber dank Change Management sehr gut umsetzen lassen. Hat nicht zwangsläufig zur Flächeneffizienz geführt, weil die haben dann, und das sind wir dann beim War of Talents, die haben dann, sage ich mal, diese Flächenreserve, die sie dann rausgezogen haben, haben sie genutzt, um attraktive Breakout-Areas zu schaffen oder Community-Areas zu schaffen, die dann teilweise Bistro-Charakter haben, also die ganzen Flächen entsprechend aufzuwerten. Also es wird mehr investiert dann auch, um Leute zu rekrutieren. Dann wird auch gesagt, ihr könnt zu Hause arbeiten. Die Leute kommen gerne ins Büro, weil es attraktiv gelegen ist. Das ist dann auch nochmal ein Thema. Hast du vielleicht nachher noch einen Punkt? Aber dieses Flächeneffizienz wird dadurch nicht entstehen, weil die Flächen anders genutzt werden. Aber die Attraktivität der Flächen wird erhöht und dadurch dann auch die Produktivität der Mitarbeiter. Das ist so das, was wir
mit unseren Kunden erleben. Ja, okay. Also es wird sozusagen so das Territoriale ein wenig aufgehoben und eher auf Desk-Sharing gesetzt. Okay, und was dann halt wieder die Effizienz tatsächlich steigert. Genau, ja, die Leute arbeiten zu Hause konzentrierter und gut, jetzt bin ich wieder Beispiel Anwalt, die haben halt das Thema, dass sie anrechenbare Stunden oder abrechenbare Stunden erzeugen müssen und das funktioniert tatsächlich im Homeoffice besser. Ja, okay. Du hast vorhin das Stichwort Change Management gesagt. Da möchte ich jetzt nochmal nachhaken. Ich glaube, da kann Andrea auch einen kurzen Beitrag zu geben. Also das interessiert mich wirklich, wie das aufgezogen wird, beziehungsweise wie man es schafft, die Mitarbeiter abzuholen und mitzunehmen. Genau, also das Wort abholen ist für mich so das Wort, wo ich immer vorsichtig mit umgehen möchte, weil das würde ja bedeuten, dass die irgendwo nicht mit eingebunden werden. Also das heißt, das Allerwichtigste ist, die Mitarbeiter auch von den Erwartungen her dahin zu leiten, dass man sagt, es wird jetzt kein Wunschkonzert werden, glaube ich, das ist ganz wichtig, sondern dass man sagt, wir geben uns Mühe, dass wir euch einbinden, wir möchten Geld investieren, dass ihr euch wohler fühlt, wir möchten euch den Arbeitsalltag verbessern. Das geht aber einher mit einer klaren Unternehmensstrategie und Vision von oben, von einem Geschäftsführer, von einer Unternehmensführung oder auch von Führungskräften. Die müssen meines Erachtens absolut das Leitbild vorgeben und sagen, welche Mitarbeiter brauchen wir, wie soll der zukünftige Arbeitsalltag aussehen und verbessert werden, weil, wie du ja auch gesagt hast, zu Beginn ganz klar das Ziel, was soll das Erlebnis auf der einen Seite für den Mitarbeiter sein und auf der anderen Seite auch das Unternehmensziel. Das muss einfach in einem Unternehmen wirtschaftlich auch gedacht werden. Und deswegen finde ich, das muss man auch als Unternehmensführung klar aussprechen, dass man Unternehmensziele hat, die einhergehen, nicht zum Lasten der Mitarbeiter, sondern zum Wohle der Mitarbeiter, aber dass die Grenze irgendwo ist, dass man den Mitarbeitern klar macht, das Wohnzimmer ist zu Hause, da können sie einrichten, wie sie das möchten. Im Büro gibt es gewisse Grenzen, das ist einmal die Architektur, einmal das Budget, einmal gibt es vielleicht auch Corporate Identity. Also diese Rahmenbedingungen werden häufig meines Erachtens nicht in Change Management übertragen oder kommuniziert, was zu falschen Erwartungen führt. Und eben mein Ansatz ist immer klar beim Change Management auf der einen Seite die Vision herauszuarbeiten, dass für alle ein Benefit klar wird im Arbeitsalltag, im zukünftigen, aber auch klar zu sagen, wir sind hier nicht das Christkind oder Geburtstag hat man einmal im Jahr. Das ist der Alltag, der für alle optimiert werden sollte. Also Erwartungsmanagement als Stichwort. Ja, genau. Ich glaube, das ist wie bei jedem Management, Managing Expectations ist immer so der Key. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie wichtig das soziale Element für die Rückkehr ins Büro ist, jetzt nach dem Lockdown, gibt es da irgendwelche Highlights in Bezug auf Integration oder hybrides Arbeiten? Annette, was hast du erlebt in den letzten 2 Jahren? Wir hatten sehr viel die Kollegen eingebunden, auch über Guten Morgen-Meetings, über Teams sich Guten Morgen sagen, auch sozusagen in sein Team immer abholen, damit sich niemand vereinsamt fühlt. Aber ich habe festgestellt, wenn man zurück ins Büro kommt, diese Freude, jemanden zu sehen. Also es ist dann nicht mehr so, dass, vielleicht sitze ich um 8:30 schon da, es kommt ein Kollege rein und sagt, hi, tipp weiter. Nein, es muss ein Willkommen sein sozusagen, ein Begrüßen. Es ist ja nicht nur das hybride Arbeiten, dass wir das technisch hinbekommen nach Change, sondern auch das Soziale zählt ja. Und das Soziale heißt, der Social Place, dass ich ansprechbar bin. Und ich glaube, wenn Leute kommen ins Büro, wenn sie etwas erleben, was sie zu Hause nicht erleben können, oder eine Arbeitsweise haben oder eine Befruchtung haben, oder ich freue mich, wenn ich meine Kollegen treffe und eine Meinung kriege, eine Kritik kriege, sagen, hast du mal Zeit für mich? So einen Sparringspartner, dass wenn ich nach Hause gehe, ich sagen kann, das hat sich gelohnt. Nicht nur örtlich, weil es ein toller ist, sondern auch inhaltlich. Und ich glaube, da müssen wir noch hin. Inhaltlich aufzubauen, diesen Tag im Büro. Also das Fit-out und das Soziale sich befruchtet und zusammenpasst. Und das ist aber sehr schwierig. Ja. Aber da müssen wir hin. Genau. Und kann die Gestaltung der Bürowelt da was beitragen oder gibt es da Luft nach oben? Was habt ihr da so beobachtet?
ja, es gibt sicherlich nicht so das allgemeingültige Rezept. Jetzt stelle ich da einen Kicker hin oder eine Tischtennisplatte und alle sind glücklich, sondern da ist sicherlich jedes Unternehmen auch anders. Aber gibt es irgendwas, was allgemein gut funktioniert? Ich glaube, den Weg zusammen gehen, denn gerade mit den Kollegen von Philipp haben wir gerade ein Projekt gemeinsam. Was ich mitnehmen kann, ist, der Weg ist für den Kunden wichtig, das Eingebundensein, das auch mitentscheiden, auch wenn wir natürlich mal einige Runden mehr drehen, aber die Vorfreude und das Partizipieren daran. Und nein, ich glaube, es gibt nicht den allgemeingültigen Weg, aber ich glaube, es gibt den Weg, dass die Planer zuhören, das umsetzen, die Construction Manager das unterstützen, und damit wir ein gemeinsames Ergebnis haben. Weiß nicht, Philipp, wie dein Team das sieht. Yep. Wir haben ja das gemeinsame Projekt. Yeah, well, you know, as a design firm, we would say design's important, of course. But I think, yeah, I mean, I think what Annette was saying and what you were asking as well, Astrid, is really important, because I think we've all learned to work remotely and with teams, and especially, you know, in the first year of the pandemic, before the vaccines, when everybody was working in lockdown, we really adapted, you know, to that new way of working. But at the end of the day, we're human beings, and human beings are social animals, and we need, I mean, just take a look out, you know, out there, right? This is kind of what we need, right? We need that social connection. But I really agree with you, Annette, it needs to be kind of meaningful, you know, because a lot of people were saying, well, you know, to get people back, you know, we have to generate what in English they call FOMO, which is fear of missing out, right? You got to generate something, and the answer in Germany is not just put a kicker table in, right, and everybody will come in and play Fußball, right? I mean, you have to have one in Germany, right? But I think this idea of creating, you know, events, gatherings, meetings, social occasions, and the people kind of at home feel, oh, I'm missing out on that, you know, I need to go in. But people also kind of forget that before the pandemic, you know, there was a lot of problems with the office, and a lot of people, you know, were complaining about, you know, endless meetings, pointless meetings. Why am I sitting in this meeting? So there was a kind of, and then when they went into the lockdown, it's like, hey, yay, I don't have to go to those meetings anymore. You know, so I think we have to strike the right balance, you know, because people were actually, you know, were kind of on the one hand, you know, quite happy to miss out on certain things that were happening in the office, but it's about getting the balance right. And I think ultimately, you mentioned it in your introduction also, Astrid, it's about creating this sense of belonging. You know, if we could all work from home and we could all work virtually all the time, then what's the difference between our companies? Because our companies are really different, right? We have our own culture, we have our own, you know, history, we have our own ways of doing things, which is different from, even from like companies in the same business, you know, architecture, design, media, project management, real estate. Each company has its own unique kind of culture, and, you know, the environment, the place, you know, can really help to reinforce that. Ich würde gerne noch was ergänzen, Philipp, weil Design ist auch wirklich wichtig im Sinne, wenn man jetzt den Menschen betrachtet, das Gehirn. Es sind wirklich auch Farben, die unterbewusst einen positiven Einfluss haben, auch auf das Wohlbefinden. Zum Beispiel ereignen sich in den Büroräumen halt wirklich auch eher so Naturtöne, grün, blau, die unterstützen das Wohlbefinden. Und das, glaube ich, sollte auch das Ziel sein einer Bürofläche, dass sie den Stresslevel des Gebäudes oder der Arbeitsumgebung, so weit wie es möglich ist, reduziert im Sinne von nicht nur Technikstress, sondern auch Akustik, Lautstärke, Raumphysik als Stichwort, aber auch eben, dass man sich bewusst ist, man kann Farbe einsetzen, um das Gehirn oder die Menschen eben zu unterstützen. Das Fördern für das Auge ist grün ganz wichtig. So, also, dass man das gezielt eben einsetzt, und ich denke, man macht kein Büro in Orange, Neon, Gelb, bewusst. Bewusst. Ja. Ja? Das, damit kann man spielen.
Genau. Hast du beobachtet, dass das in den letzten 2 Jahren mehr angewendet worden ist? Also gab es da einen größeren Trend dazu? Ich meine, vielleicht kann Philipp dazu auch was sagen, weil er ist ja aus der Designsicht aus erster Hand. Yeah, I definitely would build on what Andrea is saying, and I fully agree. I think it's kind of linked to a lot of the research that you've done, and a lot of the themes that we're talking about is this idea of office buildings being more kind of natural environments. You know, what Andrea said is I totally agree with. It's like we are, you know, our brains from a kind of neuroscience point of view, we react in certain ways to certain environments, right? We react if we're in a very lean and very sterile environment in a workplace very differently to if that environment is more kind of enriched with nature, with color, biophilic design, all of those things. It's just a subconscious thing, you know. We've, as human beings, we've only been, let's say, living and working in office buildings for less than 100 years. But, you know, our brains we have hundreds of thousands of years of programming about how we respond to nature. And I think bringing nature in is incredibly important. And that's definitely, I think, and what we're seeing, that's definitely increased during the pandemic. This focus on nature and, you know, creating environments which are a little bit more connected to nature. Ja, Annette, vielleicht habt ihr beobachtet, dass in den letzten beiden Jahren also viele Unternehmen Umbauaktionen angestoßen haben. Und wenn sie es nicht getan haben, woran liegt das eurer Meinung nach? Muss man trennen. Wir haben sehr viel auch mit öffentlichen Kunden zusammengearbeitet. Und bei öffentlichen Kunden haben wir gemerkt, da war einfach ein Zeitverzug drin. In dem ersten Lockdown, das war erstmal, ich will nicht sagen tot, aber es war schwierig, Reaktionen zu bekommen. Die hatten einfach eine längere Zeit, sich darauf einzustellen, die Technik umzustellen, damit man weiterarbeiten konnte. Die haben uns unheimlich aufgeholt. Bei Privaten haben wir eher gesehen, dass die bereiter sind, sich zu ändern, anzupassen, dass sie etwas verändern müssen. Das kann auch dran hängen mit den Leuten. In einem öffentlichen Auftraggeber sind TVL bezahlt, vielleicht auch Beamte. Da ist der Wechsel vielleicht geringer. Bei Privaten stellt sich das ganz anders dar, dass sozusagen da der Druck eher drauf ist, ich möchte mich mitentwickeln, ich muss mich mitentwickeln und die Erwartungshaltung der Kollegen. Das, glaube ich, hat sich bei uns gezeigt, dass man das ein bisschen trennen kann. Okay. Ja, und ich meine, Unternehmen, die jetzt noch nicht den Anschluss gefunden haben, wie können die überzeugt werden, dass es tatsächlich der richtige Schritt für sie ist, Investitionen in das hybride Arbeiten zu tätigen? Ich glaube, die Unternehmen werden, also zum einen kann man natürlich mit denen argumentieren, zum anderen werden sie überzeugt werden dadurch, dass sie einen Mitarbeiterabfluss erleben werden. Dass die Leute zur Konkurrenz gehen, wo es attraktiver ist. Wo die Lage attraktiver ist, wo die Bürofläche attraktiver ist, wo vielleicht auch einfach das Mindset offener ist, auch für Verwandlung oder Wandlung, Veränderung. Und gerade die Mitarbeiter, die jetzt von der Uni kommen, die können sich die Arbeitsplätze aussuchen in der Regel. Also gerade im technischen Bereich erleben wir das. Und die gucken dann sehr genau, was bietet mir der Arbeitgeber an oder sitze ich da halt in der Zelle und arbeite meine Sachen runter. Und dann nochmal zu den Behörden. Ich habe mit Behördenvertretern in Hamburg auch Kontakt gehabt, die auch versuchen, Veränderungen umzusetzen. Da ist in der Mitarbeiterschaft ein unwahrscheinliches Beharrungsvermögen. Die Leute sitzen da teilweise seit Jahrzehnten. Es gibt Mitarbeiter, die weigern sich in Teammeetings zu gehen, weil die einfach, da sind wir wieder bei der Schulung, bei der Technik und beim Change Management, weil die Berührungsängste haben, damit umzugehen. Das sind also auch bei Familienunternehmen, Alteingesessenen, die sich nicht bewegen, auch so Themen, also Respekt oder Vorsicht vor neuen Techniken und beim hybriden Arbeiten immer noch verbreitet Misstrauen in die Arbeitsmoral der Mitarbeiter. Völlig unberechtigt, aus unserer Erfahrung. Ich glaube, die Veränderung fängt oben an. Ja, klar, wenn ich sage, die Führungsregel, in dem Moment, wo ich führe und leite und mich nicht verändere, dann bin ich ja der Bremsklotz, dann bin ich ja der Beton um den Hals von allen anderen. Und wenn oben es bereit ist zu einer Veränderung,
Veränderung muss sich vielleicht auch manchmal wandeln. Manchmal macht man vielleicht Fehler und muss zurückrudern. Aber wenn man nicht zur Änderung oben bereit ist in einer Führungsriege, dann kann das auch nicht nachfolgen. Das heißt, Firmen können sich nur verändern, wenn die Führungsriege bereit ist, sich darauf einzulassen. Ich würde gerne noch 2 Aspekte reinbringen. Einmal das Thema Kunden. Der Kunde ist, glaube ich, auch mittlerweile ein sehr großer Hebel, um Unternehmen den Wandel vorzugeben oder das zu unterstützen bzw. abzuwandern. Wenn man sagt, ja, das Unternehmen ist nicht innovativ, nicht nachhaltig, geht mit den Mitarbeitern nicht gut und ist das noch der richtige Dienstleister für mich? Diese Brille hilft, glaube ich, auf der einen Seite auch. Das andere, weil du gefragt hast nach Argumenten, um moderne Arbeitswelten zu unterstützen oder zu fördern, gibt es auch jedes Jahr Studien der Krankenkassen in Deutschland, die zeigen, dass Stress am Arbeitsplatz, Homeoffice und Arbeitsumgebung durchaus gemessen wird und da eine Korrelation ist, wenn man investiert eben, das ist ja das Thema auch in eine Führungskultur, in Technik, in Arbeitsumgebung, das Wohlfühlen definitiv ein Invest ist in die Mitarbeiter und der Krankenstand sinkt, beziehungsweise eben eher Burnout, wenn die Leute alleine im Homeoffice gelassen werden, wenn sie sich überarbeiten, weil ein Teammeeting dem anderen folgt. Das kann man mittlerweile alles messen und meines Erachtens liegt es auch in der Verantwortung eben der Unternehmensführung, dafür Sorge zu tragen, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass ihre wichtigsten Investitionen sind die Mitarbeiter, nicht die Immobilien. Die sind immobil, aber die Mitarbeiter sind meines Erachtens die größte Investition und die sollten auch gepflegt werden. Das kann man messen. Und bekommen die Unternehmer das mit? Gibt es da eine größere Anfrage jetzt in Bezug auf Coachings? Da sind wir wieder beim selben Punkt. Ich glaube, Sie kriegen das mit. Die Frage ist nur, wie geht man mit dem Thema Coaching oder eigene Selbstreflexion um? Ne? Es gibt auch Studien, die sagen, dass es sehr spezielle also in Deutschland, globale Brille wäre auch interessant, dass die deutschen Führungskräfte häufig eben eher nicht so, ich sag mal, reflektiert sind, ein hoher Anteil an Narzissmus herrscht. Und ja, und das hat dann zur Folge eben, wie kann ich mich als Person weiterentwickeln, ist nicht so en vogue. Das ist aber das Schlimmste eigentlich, was passieren kann. Und deswegen würde ich immer sagen, dass es ganz wichtig ist, aber ich glaube, die Hürde, an sich selber zu arbeiten, ist viel höher, als anderen das vorzugeben. Ja. Das ist leichter gesagt als getan. Und man muss, glaube ich, ganz klein und vorsichtig auch anfangen und ganz stark an den Benefits arbeiten für einen selber, dass es einem persönlich dann besser geht. Also wenn man sich weiterentwickelt, aber auch den anderen. Also dass es nichts Schlimmes ist. Und das ist noch so ein Tabuthema, zumindest in Deutschland. Ist das überall auch so? Yeah, it's really interesting. I mean, I think one of the biggest changes that is already happening and will continue to happen is in a way it's got nothing to do with the place. Sorry, we're talking about place, right? And buildings, and I actually think it's everything to do with leadership style and management style, and actually giving to what Andrea was saying, giving the main customer, which is the people that work in your organization, giving them kind of what they're now looking for. And there's overwhelming evidence all around the world of everybody wants to work in a hybrid way. People don't really know what that means yet, I think. But a good example is, we do a lot of research ourselves in the Gensler Research Institute, and in the last 2 years we've undertaken, I think, 8 or 9 independent surveys all around the world. 24,000 people have been surveyed in America, in the UK, in China, in France, in Australia, and each region has a kind of different approach to. Do they want hybrid working? Do they not want hybrid working? Do they want to work in the office full time? Do they want to work from home full time? But what's really interesting is there's overwhelming majority of people want to work hybrid. Very few people want to work, it's less than 20%, want to work in the office 5 days a week. Same percentage, very few people want to work from home 5 days a week. So they want this kind of
let's call it the soft center, you know, the bit in the middle of the week. That's what people are looking for, and I think it's also no coincidence that if you talk to people in HR and talent development, they will tell you pretty much every candidate that you interview now in any business is one of the biggest questions is around what's your policy on flexible working, because I think people want this now, and I think that the challenge is going to be for organizations that are kind of on board with that versus organizations that are maybe not on board with that, because at the end of the day people will choose those companies based on the values that those companies stand for. In particular, with relationship to sustainability and all of those other aspects now, ESG, all of those aspects which I think people care very deeply about now. It's not. I don't think it's a trend. I think people care about it in a very meaningful way now, and so they're looking for the companies that kind of align with their own values now. And I think the companies that give people those options will be the companies that are the most successful. Ja, also ich denke, Nachhaltigkeitsthemen oder halt auch ESG-Kriterien, das ist etwas, was immer wichtiger wird. Ja, also ich denke schon, dass der Trend dahin geht, dass Mitarbeiter auch wirklich, oder beziehungsweise die Studie hat es erwiesen, dass Nachhaltigkeits- oder Kostenbewusstsein bei den Mitarbeitern gestiegen ist. Natürlich, ich meine, klar, weniger Pendeln, weniger Benzinkosten, vielleicht auch ein besseres Zeitmanagement dabei. Ja, ist das bei Kunden oder in den eigenen Unternehmen bei euch auch das Thema? Kostenmanagement, Kostensensibilität habe ich jetzt bei uns nicht gesehen, bei den Mitarbeitern in dem Sinne, was das Pendeln angeht. Wird mal interessant zu sehen, wie sich jetzt, wenn die Energiepreise sich jetzt so entwickeln. Also es läuft ja dann darauf hinaus, dass die Kosten, ich sag mal, für den Tagesbetrieb der eigenen Wohnung dann deutlich steigt und dann unter Umständen ein Rückgang der Mitarbeiter in den Büros auch festzustellen ist. Da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ansonsten ist das natürlich richtig, dass die Kosten des Pendelns nicht unerheblich sind. Viele unserer Mitarbeiter, wir haben tatsächlich noch eine Firmenwagenflotte, also einige kommen tatsächlich mit dem Fahrzeug ins Büro, gerade wenn sie von weiter draußen kommen. Viele kommen mit Fahrrädern. Wir haben jetzt Leasingangebote gemacht für Fahrräder, die auch gerne angenommen werden, also für E-Fahrräder. Aber ansonsten, wie gesagt, Kostensensibilität kann ich bei uns noch nicht so feststellen. Okay. Aber, also es war ja in den letzten Jahren immer so, dass der Trend, Firmenauto als Statussymbol zu sehen, immer weiter zurückgegangen ist. Gerade die Jüngeren, die halt in Metropolen wie beispielsweise München wohnen, haben teilweise gar keinen Führerschein mehr. Es interessiert die auch nicht. Die fahren alles entweder mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich denke, da ist vermutlich ja, halt auch der Nachhaltigkeitsaspekt in den Köpfen irgendwo drin. Und auch ein Kostenbewusstsein sicherlich. Wir haben tatsächlich umgestellt, komplett. Wir sind dabei umzustellen. Verbrenner oder Verdichter gibt es noch. Wir sind dabei komplett umzustellen auf Hybrid oder E. Yeah. Could I make an observation on that point? Sorry, it's really Absolutely. Because I think you're often asking me about like the global perspective, but I think we also have to be quite proud of what Germany does really well. And actually, there's a lot of things that Germany can teach the rest of the world. I'm not German. I'm British. I live here, but I often talk about Germany to my international colleagues. And what I find really interesting when it comes to sustainability, again during the pandemic, a lot of people, especially in say the US or countries where you have really big cities. I always think it's interesting in Germany, we talk about the big 7 cities, and I come from London, and Munich is not a big city for me. Munich is a really great size. I really think Munich is like the perfect size as a city. But what was happening during the early days of the pandemic, when people were, especially in very big cities in the States, like New York or San Francisco, where you also had
again, before the pandemic, before the inflation crisis, very expensive cities to live in. People were relocating to other parts of the country to say, hey, you know, if I can work remotely, I don't need to live here in this expensive city, I can work somewhere else. And so there's a lot of people changing their views on that. And then there's a lot of studies being done about what they call the 15-minute city. Right, which is like if everything is accessible within 15 minutes on my bicycle or by U-Bahn or not by car, because a lot of American cities are built around the car, obviously, you know, then that's a good thing to do from a sustainability point of view. And I advocate a lot that actually Munich is kind of a 15-minute city, to me at least. You know, that you can get a long way actually in 15 minutes, and within 15 minutes of where you live, you can have a lot of things around you, which is far more kind of sustainably organized. So a lot of the old European cities, you know, Copenhagen always comes up really highly on this list, but a lot of the older European cities, because they're built around, you know, the horse or the bicycle, not the car, you know, they are kind of inherently more sustainable. And when you have smaller cities as well, I think this is just generally better from a sustainability point of view, better from a you know, well-being point of view. The big cities are great, you know, but they have a lot of other challenges. You know, the smaller cities, and you know, Germany does have a lot of cities which, in my view, are like the right size, like 1 million, 1.5 million, just less than 1 million. These are great size of cities, and you have kind of everything within easy reach, really. And so your personal carbon footprint is much lower when you live in some of these cities than it is in, say, London or New York. Sorry. Auch in Hamburg, was 2 Millionen hat, ne? Ganz stolz. Ja, knapp. Wir haben 2 Tiefgaragenparkplätze. Die werden nicht genutzt. Bei uns kommen praktisch 95% des Büros mit Fahrrad oder mit Öffis, weil wir sagen, wir möchten immer da sein, wo die Stadt ist. Und es muss für alle irgendwie gut erreichbar sein. Und das heißt auch, wir brauchen einen Fahrradstellplatz. Wir haben das Bike-Scheme. Wir haben jetzt unserem Geschäftsführer gerade zum Geburtstag einen Gutschein für ein E-Bike gesetzt, damit er von zu Hause, er wohnt wirklich am Stadtrand mit seiner Familie, mit dem E-Bike reinfahren kann, weil das Auto nicht mehr so notwendig ist. Und auch Projekte möchten wir rausholen, kann ich hinlaufen. In unser gemeinsames Projekt laufe ich 11 Minuten und dabei hole ich mir noch ein Eis. Und das ist genau toll, zu sagen, das ist schön, ich gehe mal hin, also man ist dabei und das ist wichtig. Und das ist auch der Nachhaltigkeitsgedanke. Ich habe gestern gerade erst eine Studie wieder gelesen über München. Der Speckgürtel, da sind die Menschen mehr mit Autos noch ausgestattet. Das ist diese 15-Minuten-Geschichte mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß. Ist, glaube ich, nochmal wichtig, was auch den Trend Richtung Coworking nochmal unterstützt. Coworking ist ja mehr in der Stadt gewachsen, verteilt sich jetzt aber sehr stark auch in die städtische Umgebung. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, der interessant wäre für Unternehmen, dass man schaut, wo ist das Headquarter oder wo haben wir vielleicht Satellite Offices oder auch Shared Coworking mit anderen. Da gibt es insbesondere ja auch hier in München auch schon Initiativen, wo sich eben Unternehmen zusammentun und Flächen miteinander teilen, um den Mitarbeitern ein Büro zur Verfügung zu stellen. Weil sie in Städten leben wie München oder London, da ist es zu teuer, immer nur, also kann der Mitarbeiter sich es nicht leisten, dort zu arbeiten, weil die Wohnung das nicht hergibt, der Wohnraum das nicht hergibt. Und deswegen glaube ich auch ganz stark, wird dieses Thema Coworking auf dem Land noch unterstützen Richtung auch Power of Place. Ja, ich denke, wir haben unglaublich viele Aspekte jetzt heute beleuchtet. Ich fürchte, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter diskutieren. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme und für eure super interessanten Beiträge. Ja, bleibt nur zu sagen Dankeschön. Euch noch einen wunderschönen Tag hier auf der Expo Real bei dem herrlichen Wetter, was wir heute haben. Ja, die vollständige Studie The Power of Place, die Konsequenz des Nichthandelns, ist auf unserer Website verfügbar. Wenn Sie brennende Fragen noch haben, dürfen Sie uns jederzeit kontaktieren. Unsere E-Mail-Adresse ist germany@isgltd.com. Und ja, wir freuen uns, von Ihnen zu hören und bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund.